In einer kleinen Großstadt tüftelt eine Handvoll hochspezialisierter Kreativer an wegweisenden Lösungen für die Gegenwart von morgen. Die Mission ist streng geheim und die Agentur heißt Actionsea. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Also das heißt, wir werden zu jedem Getränk ich verstehe kein Wort. Ich verstehe nichts. Ich glaube wirklich, dass wir mit dem Rauchergetränk weit könnten kommen. Ja, wir müssen den Nikotingeschmack wirklich bringen. Das schaffe ich schon. Wir haben sehr, sehr grosses Potenzial. Ja, wo ist der? Ich wollte euch gerade einen kleinen Duft geben. Philippa! Ich warte. Oh, das schmeckt fein. Genau. Wo ist Philippa? Ja, die ist okay. Das schmeckt. Alors, mes amis, écoutez. Mes amis, écoutez. Wir müssen besser werden. Wir befinden uns momentan hier im Laissez-faire. Und das ist nicht genug. Wir müssen senken die Kosten und steigern la Kreativität. Also konkret gleich viel arbeiten, weniger verdienen? Nein, natürlich mehr arbeiten und weniger verdienen. Was? Mehr arbeiten und weniger verdienen. Hört mal zu, wir sind die kreative Elite hier. Wir arbeiten nicht für das Geld, wir arbeiten, weil wir es geil finden, nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Erfinden, das ist kein Beruf. Das ist eine Berufung. Schaut es mal von dieser Seite an. Berufung. Habt ihr den kleinen Schleimer gesehen, wie er sich an die Controlling anschmeißt? Der kennt ja gar nichts. Peinlich. Das ist sehr, sehr richtig, ja? Ich meine, deine Bemerkung mit dem nachhaltigen Konzept, ja? Bravo, Philipp. Bravo. Einstein Hügli! Können wir rüberkommen? Ja, kommt, schau ein Bündel! Und explodiert wieder etwas! Oh no, was war das? Ich will da bleiben. Du musst keine Angst haben! Ich bin da! Hereinspaziert, kommt nur nicht! Aber gell, noch mal schauen, nicht anlängen, bis so gut. Ich schlage vor, dass wir jetzt 3 Teams machen und morgen ihr mir 100 Ideen präsentieren am Abend. Das sind 33,3%. Wer sind denn die 3 Teams? Du bist 1, du bist 2 und der Albert Einstein Hügli mit seinem Hamster ist es 3. Freddy, nicht Albert. Hä? Freddy Einstein Hügli. Freddy Einstein Hügli. Präsentation ist morgen, same place, same time. Teammates, schießt los. Wir haben uns gedacht, wir machen etwas mit Photovoltaik. Wir befassen uns mit Sonnenenergie. Heutzutage, wo alle Leute ihre Handys brauchen und niemand braucht mehr die alten Fotoapparate, nehmen wir die, montieren die an die Hausdächer und machen so Photovoltaik. Sehr interessanter Ansatz. Weißt du, was ich meine? Team 2. Wir haben uns mit der Windenergie befasst. Stellt euch mal vor. Jedes Auto wird mit einem Windrad angetrieben. Ein Windrad? Ja, ein Windrad! Wie geil! Joel, Und vielleicht noch Geraniekisten rundum, oder? Joel, lass mal zuerst fertig zu. also überlegen mal. Man braucht keinen Motor mehr und auch keinen Benzintank mehr. Man spart den Treibstoff und das Gewicht. Dort, wo mal der Motor war, hat man jetzt mehr Platz. Es ist ein zweiter Kofferraum vorhanden. Es ist ökologischer, ökonomischer. Der ganze Verkehr wird mit einem Windrad angetrieben. Es ist einfach genial. Ich weiß nicht, wieso noch jemand vorher darauf gekommen ist. Oder? Das ist wirklich genial, user-friendly, nachhaltig und romantik. Ich bin entzückt. Team 3, Herr Einstein Hügli, darf ich euch auch noch kurz stören? Der Wentworth Miller und ich, der Hamster und ich, sind zum Schluss gekommen, dass wir dringend eine Alternative zu der Alternativenergie brauchen. Und zwar eine klassische In-One-Lösung. Und darum haben wir etwas entwickelt, das unser ganzes Leben wird revolutionieren. Und zwar der HS 2018 Biturbo. Ich habe da auch schon ein paar Entwürfe parat. Ah, Ilan Bouillon. Richtig. Also, man kann diesen Motor in allen möglichen Geräten einbauen. Zum Beispiel einen Staubsauger, Grill, Rasierer, Stabmixer. Stabmixer, korrekt. Oder im Handy. Also grundsätzlich, das Hamsterrad ist der Motor und der Hamster ist das Treibmittel. Richtig.
Und man kann sogar das Ganze auch in einem Auto einbauen. In einem Auto? Natürlich. Und zwar in der Mittelkonsole. Es braucht einfach vielleicht ein bisschen mehr Hamster. Es kommt darauf an, wie viel Leistung das man haben will. Es ist ja klar, ein Porsche braucht natürlich mehr Leistung als ein Smart. Also grundsätzlich... Moment, ein Porsche braucht vielleicht etwas über 910 Hamster. Das heisst, für eine Turbo Panamera müssen wir einfach ein paar noch mehr haben. Spass à party. Ich möchte euch das jetzt auch anhand von einem Prototyp zeigen. Jetzt, mir fehlt aber der In-One-Gedanke. Ja. Hallo, sprich, das ist noch mehr. In-One geht doch gar nicht. Wir haben den HS 2018 Biturbo, der ist schon super. Ja. Der HS 20 Biturbo eingebaut. In einem Auto ist noch besser. Aber jetzt kommt das Beste. Der HS 20 Popcorn Biturbo. Das ist absolut das Grösste. Popcorn? Also Popcorn wie im Kino? Wie im Kino. Korrekt. Das ist ein guter Punkt. Da seht ihr ein Prototyp, wow. Wie das etwa funktioniert. Also, jetzt können wir hier den wunderbar herzigen... Der ist ein bisschen stürmisch. Der freut sich, kann er jetzt Ross traben. So, seht ihr, der ist da im Hamsterrad drin. Er geht los. Das gibt sofort Energie. Hier auf den Generator. Der Generator gibt Hitze in die Popcornmaschine. Das Popcorn kommt raus. Der Hamster frisst selber produzierten Popcorn. Nah bis nah lässt er hinten Methan raus. Das wird hier wieder verwertet, abgezogen mit dem Methanschlauch. Und nachher hier hinten richtig in den Methan-Biokonverter wird das nachher gespeichert. Das ist eine Revolution, das wird ja die Energiewende einläuten. Korrekt. Wir haben hier ein klassisches Perpetuum mobile. Ein Perpetuum mobile. Die System wird begeistert sein. Ich mache sofort eine Präsentationstermin. Frau Deschamps, einen kleinen Moment. Vielleicht wäre es gescheiter, wir würden mit der Präsentation bei der Swisscom noch ein bisschen warten. Warum? Wir haben noch eine kleine Kinderkrankheit. Die Hamster, die arbeiten nur zur Nacht. Oh. Leider. Aber ich habe schon eine Lösung. Wir steigen tagsüber auf den ÖV.